Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts. Ich bin Felix und an meiner Seite, wie immer, die wunderbare Lisa. Wie geht's dir heute, Lisa? Hallo Felix, danke der Nachfrage. Mir geht es sehr gut und ich freue mich schon darauf, heute wieder ein spannendes Thema zu besprechen. Wie geht's dir? Mir geht's prima, danke. Und ja, das heutige Thema ist wirklich spannend. Wir sprechen heute über die Macht des aktiven Zuhörens in der persönlichen Entwicklung. Ein Thema, das meiner Meinung nach oft unterschätzt wird, aber unglaublich wichtig ist. Lisa, kannst du uns vielleicht erstmal erklären, was aktives Zuhören genau bedeutet? Sehr gerne, Felix. Also, aktives Zuhören ist eine Kommunikationsfähigkeit, bei der man sich voll und ganz auf das Gesagte des Gegenübers konzentriert. Das heißt, man zeigt durch seine Körpersprache, durch Blickkontakt, durch Nicken und durch das Wiederholen oder Zusammenfassen des Gehörten, dass man wirklich zugehört hat. Der Begriff aktiv impliziert, dass man bewusst und aufmerksam zuhört, nicht nur passiv Informationen aufnimmt. Ah, verstehe. Also, es geht nicht nur darum, einfach dazusitzen und zu hören, was gesagt wird, sondern wirklich eine Art Interaktion zu schaffen. Wie würdest du das in einfachen Worten erklären? Genau, Felix. Es ist wie eine Art Verbindung schaffen. Man hört nicht nur die Worte, sondern versucht, die Emotionen und Gedanken dahinter zu verstehen. Und diese Verbindung ist der Schlüssel zur persönlichen Entwicklung, weil wir dadurch viel tiefergehende Beziehungen aufbauen können. Das klingt wirklich wichtig. Ich finde es spannend, wie aktives Zuhören auch das Verständnis zwischen Menschen verbessert. Man merkt dann ja auch oft, dass der andere sich gehört und verstanden fühlt. Hast du da vielleicht ein Beispiel, Lisa, wie aktives Zuhören in der Praxis aussieht? Klar, ein gutes Beispiel ist ein Gespräch zwischen zwei Freunden. Stell dir vor, einer der beiden erzählt von einem Problem auf der Arbeit. Wenn der andere wirklich aktiv zuhört, wiederholt er vielleicht am Ende des Gesagten etwas wie: Es klingt so, als ob du dich bei deinem Chef missverstanden fühlst. Stimmt das? Das zeigt dem Sprecher, dass man wirklich zugehört hat und mitgefühlt. Ein Wort, das wir hier lernen können, ist missverstanden, also nicht richtig verstanden zu werden. Ah, super. Also, missverstanden bedeutet, dass jemand etwas falsch versteht oder nicht richtig aufnimmt. Das kann natürlich auch zu vielen Konflikten führen, wenn man nicht aktiv zuhört. Ich kann mir vorstellen, dass es gerade in Beziehungen extrem wichtig ist, aktives Zuhören zu praktizieren, oder? Absolut. Aktives Zuhören hilft, Konflikte zu vermeiden oder zu lösen, weil man sich wirklich die Zeit nimmt, den anderen zu verstehen. Es gibt so einen schönen Ausdruck: jemandem das Gefühl geben, gehört zu werden. Das bedeutet, dass man dem anderen zeigt, dass man ihn versteht und seine Worte ernst nimmt. Besonders in Partnerschaften ist das wichtig, aber auch in der Familie oder im Beruf. Genau, Lisa. Ich glaube, viele von uns denken oft, dass wir schon gut zuhören, aber in Wirklichkeit sind wir oft abgelenkt. Vielleicht vom Handy oder unseren eigenen Gedanken. Was würdest du sagen, wie kann man besser darin werden, aktiv zuzuhören? Das ist eine super Frage, Felix. Es gibt einige Techniken, die man üben kann. Zum Beispiel sollte man versuchen, sich voll und ganz auf den Sprecher zu konzentrieren und Ablenkungen zu vermeiden. Eine weitere Technik ist das Paraphrasieren. Das bedeutet, das Gehörte mit eigenen Worten zusammenzufassen, um sicherzustellen, dass man es richtig verstanden hat. Eine andere Methode ist, gezielte Fragen zu stellen, um mehr über das Thema zu erfahren. Zum Beispiel: Was meinst du genau damit? Oder: Kannst du mir mehr darüber erzählen? A. Paraphrasieren. Also das Gehörte noch einmal mit eigenen Worten wiedergeben. Das finde ich besonders hilfreich, weil es zeigt, dass man wirklich versteht, was der andere sagt. Und ich denke, das schafft auch Vertrauen, oder? Genau, Felix. Es geht darum, Vertrauen aufzubauen. Wenn jemand merkt, dass du ihm wirklich zugehört hast, entsteht sofort eine tiefere Verbindung. Ein weiteres wichtiges Wort hier ist Verständnis. Dieses Verständnis ist grundlegend, um Beziehungen zu stärken und Konflikte zu vermeiden. Und es ist wirklich spannend, wie das alles miteinander verbunden ist. Ich meine, aktives Zuhören kann ja auch unsere eigene Persönlichkeitsentwicklung beeinflussen, oder? Absolut. Durch aktives Zuhören entwickeln wir Empathie.
also die Fähigkeit, uns in die Gefühle und Gedanken anderer hineinzuversetzen. Das hilft uns, unsere eigenen Perspektiven zu erweitern und offener zu werden. Es fördert auch unsere emotionale Intelligenz. Das ist die Fähigkeit, unsere eigenen Gefühle und die Gefühle anderer besser zu verstehen und damit umzugehen. Gerade der Begriff emotionale Intelligenz ist hier zentral. Das klingt total logisch. Ich finde, es ist immer wieder faszinierend, wie solche Soft Skills, also soziale Fähigkeiten, in der persönlichen Entwicklung eine große Rolle spielen. Was denkst du, Lisa? Was sind die größten Vorteile, wenn man aktives Zuhören wirklich verinnerlicht? Da gibt es einige Vorteile, Felix. Erstens verbessert man seine Beziehungen, sei es mit Freunden, Familie oder Kollegen. Zweitens fühlt man sich selbst auch besser verstanden, weil man merkt, dass Kommunikation keine Einbahnstraße ist. Und drittens, wie wir schon gesagt haben, steigert man seine emotionale Intelligenz. Dadurch ist man besser in der Lage, Konflikte zu lösen und andere Menschen zu unterstützen. Das Wort Einbahnstraße hier bedeutet, dass Kommunikation nicht nur in eine Richtung verläuft, sondern immer ein Geben und Nehmen ist. Also keine Einbahnstraße, sondern ein ständiger Austausch. Ich finde, das ist wirklich eine schöne Art, das zu beschreiben. Und ich denke, wir sollten auch alle daran arbeiten, das in unserem Alltag umzusetzen. Hast du vielleicht noch einen praktischen Tipp, den unsere Hörerinnen und Hörer sofort ausprobieren können? Na klar, Felix. Mein Tipp wäre, im nächsten Gespräch bewusst eine Pause zu machen, nachdem der andere gesprochen hat, bevor man selbst antwortet. Oft neigen wir dazu, sofort zu reagieren, aber eine kurze Pause hilft uns, das Gehörte wirklich zu verarbeiten und besser zu verstehen. Das ist eine ganz einfache, aber sehr effektive Methode, um aktives Zuhören zu üben. Das finde ich echt gut. Also einfach mal kurz innehalten, bevor man etwas sagt, das kann wirklich einen Unterschied machen. Und ich glaube, das ist auch eine gute Überleitung zu unserem nächsten Thema. Wir müssen nämlich langsam zum Schluss kommen. Aber keine Sorge, in unserer nächsten Episode sprechen wir über etwas, das uns alle betrifft. Wie man sein Leben nach einem Scheitern neu aufbaut. Das wird super spannend und ihr könnt dabei wieder jede Menge neues Vokabular lernen und euer Deutsch weiter verbessern. Genau, es wird um Resilienz gehen, also die Fähigkeit, nach einem Rückschlag wieder aufzustehen. Ich freue mich schon sehr darauf, Felix. Ich auch, Lisa. Das wird bestimmt eine richtig tolle Folge. An unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Bleibt dran, lernt weiter fleißig Deutsch und denkt daran, aktiv zuzuhören. Es macht wirklich einen Unterschied. Bis zur nächsten Folge. Tschüss und bis bald. Tschüss zusammen.